67% Baumwolle, 33% Viskose, mercerisiert. Genau. Und da machen wir jetzt die Bikinihose mit. Wir haben ja hier schon unser Oberteil fertig und dieses pinke, dieser Abschluss, den werden wir im Anschluss, wenn die Badehose fertig ist, da dran häkeln. Also beginnen wir mit Blau. Wir nehmen 49 Luftmaschen auf. Wir fangen hinten mit dem Rückenteil bzw. mit dem hinteren Bikini-Teil an. Und da nehmen wir 49 Maschen auf. So, die Anschlagsreihe war ja die Luftmaschenkette und jetzt habe ich eine Reihe gehäkelt und das ist unsere erste Reihe. Das heißt, die erste Masche, die wir abnehmen, das wird jetzt sein in dieser Reihe. Und zwar machen wir das so, wir machen immer eine Randmasche, Luftmasche, dann wenden wir die Arbeit und nun häkeln wir 2 zusammen ab. So, jetzt habe ich 3 auf der Nadel und nun hole ich einen Faden und ziehe durch alle 3 durch und nun habe ich eine Masche abgenommen. Jetzt häkeln wir weiter bis zum Ende der Reihe und hier nehmen wir auch noch mal eine ab, also häkeln 2 zusammen. Das war dann unsere zweite Reihe. Nun arbeiten wir hier nach meinem Schema wieder und zwar als nächstes kommt 3-mal in jeder Reihe jeweils eine Masche am Ende und eine Masche am Anfang abnehmen. So, das machen wir jetzt. Da mache ich mir hier auch Strichliste drauf daneben. Und dann weiß ich, wie viele Reihen ich schon gehäkelt habe. An jeder Seite, wenn wir wenden, machen wir eine zusätzliche Luftmasche. Also, wir fangen an, drehen die Arbeit und jetzt die ersten beiden maschen wir wieder zusammen ab. Und dann häkeln wir weiter bis zum Ende. Und da maschen wir auch noch mal 2 ab. Dann mache ich hier einen Strich und so weiter, bis ich hier im Schritt angekommen bin. So, jetzt haben wir das fertig. Hier, wie ihr sehen könnt, alles abgehakt. Jetzt sind wir hier unten am Schritt und hier häkeln wir mit diesen Maschen, mit diesen 10 Maschen 5 cm. Danach fangen wir mit den Zunahmen für das Vorderteil an. Jetzt machen wir erstmal 5 cm. So, das waren jetzt 10 Reihen, sind 5 cm. Jetzt fangen wir mit den Vorderteilzunahmen an und da schreibe ich mir das wieder auf. So, als erstes dann wieder beidseitig je eine Masche zunehmen. Also in der kommenden Reihe, in der ersten Reihe. Eine Masche beidseitig zunehmen. So. Noch 3-mal in jeder dritten Reihe. Dann noch 8-mal in jeder zweiten Reihe.
und 3 Mal in jeder Reihe. Das ist unser Plan, wie wir jetzt das Vorderteil häkeln. Dann müssten wir noch 40 Maschen haben und nach 43,5 Zentimetern machen wir die letzte Reihe mit dem Lochmuster. Danach ist es beendet. So, wenn ihr das aufgeschrieben habt, dann kann es ja losgehen. Also wir fangen erstmal mit Punkt 1 an. In der kommenden Reihe beidseitig eine Masche zunehmen. Das heißt, in die erste Masche 2 Mal rein. Da haben wir dann 2 Maschen aus einer gemacht. Jetzt häkeln wir weiter bis zum Ende. Und mit der letzten Masche machen wir das genauso. Da sind wir schon und hier die letzte Masche, da häkeln wir 2 Maschen draus. Eine und nochmal rein, zweite. Nun haben wir 12 Maschen, machen wir eine Wendeluftmasche und nun machen wir hier einen Strich. Die erste haben wir fertig oder einen Haken. Jetzt Punkt 1, 3 Mal in jeder dritten Reihe. Das ist unser nächster Punkt. Und so arbeiten wir uns Schritt und Schritt an unserer Liste weiter. Kann ich euch noch mal zeigen, wie die Liste aussieht. Gut. Das heißt jetzt 2 Reihen mit 12 Maschen häkeln erstmal. Ich habe jetzt die Umrandung schon mal gemacht. Eine Runde und hier zweite Runde schon mal ein bisschen und ich bin jetzt hier an dieser Stelle. Dann häkel ich hier noch die zweite Runde zu Ende und dann in der dritten machen wir hier an den Ecken die Bindebändchen dran. Also immer, wenn ich hier vorbeikomme an einer Ecke, häkel ich 30 cm wieder das Bindebändchen dran. Dann habe ich am Ende 4 Stück. Das sind doch keine 43 cm geworden. Es sind jetzt 32 Maschen. Es sind jetzt 32 cm. Wenn wir dann alles umhäkelt haben, dann werden das knapp 33 cm sein.